Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Videoreihe Erste Schritte im Fassadenbau. Im ersten und zweiten Video haben wir ja eine Fassade erzeugt in Kombination mit Logical, haben im zweiten Bereich oder im zweiten Video bereits ein Detailplan vorab angelegt, welchen wir ja in weiterer Hinsicht auch noch nutzen werden. Und hier werden natürlich noch weitere Details hinzukommen. Und hier in diesem Video möchte ich mit den Konsolen starten. Das heißt, ich möchte hier einmal Fußbodenkonsolen erzeugen auf eine Art und Weise. Dann hier in der Zwischendecke möchte ich eine Anbindung machen und ich möchte auch dann weiterum diese Bearbeitungen direkt ans Logical weiter übergeben, damit man auch diesen Weg sieht. Und jetzt möchte ich natürlich hier gleich mal damit starten. Das heißt, da ich jetzt ja weiß, dass ich hier Konsolen haben möchte, werde ich hier gleich einen neuen Bereich definieren. Hier mein Stahlbau. In diesem Fall Stahlbau meine ich hier damit, dass es meine für die Eingangsfassade werden wird. Das heißt, ich mache mir aber auch gleich einen Unterbereich. Eingangsfassade. So. Hier werden dann meine ganzen Stahlteile für die Konsolen für die Fassade werden. Ich werde dies auch gleich noch extern referenzieren. Das heißt, weil ich ja sicher weiß, dass ich das in weiterer Hinsicht dann noch brauchen werde. Im ersten Schritt wahrscheinlich noch nicht. Ich könnte natürlich dies auch in einem späteren Zeitpunkt verwenden, aber was ich gleich mache, das vergesse ich auch nicht. Das heißt, ich tue das immer gern gleich am Beginn. So, als erstes möchte ich hier mit den Zwischenkonsolen starten. Das heißt, ich werde hier mir einfach mal meine Teile, die ich hier nicht benötige, mal ausblenden. Ich möchte hier diese und die Fassade, das und das da. Jetzt habe ich wieder das Falsche erwischt. Das Teil und die Fassade natürlich möchte ich hier isolieren, damit ich hier mit der Konfiguration oder mit der Auswahl leichter zurechtkomme. Und ich möchte hier einfach mal mit dem Befehl starten. Das heißt, ich nehme hier im ersten Schritt einfach mal einen standardisierten Anschluss, wo ich hier auch vordefinierte Werte auswählen kann. Das heißt, ich wähle hier den Pfosten an und an dem Teil, wo es angeschlossen werden soll. Und der Punkt definiert mir hier, wo die Konsole sitzen soll oder von diesem Punkt ich ausgehen kann. So, jetzt habe ich hier im Prinzip die Werte, die ich hier durchgehen muss. Das heißt, hier ist den Spalt, H die Höhe, also diese Höhe in diesem Fall, dann G, wo die erste Schraube sitzen soll, M, muss ich auch schauen, außer die Breite der Futterbleche, W, die Breite, das heißt, hier gehe ich auf 120 und was eigentlich am wichtigsten ist, ist hier dieser Punkt, die 0, also da, wo ich meinen Punkt gesetzt habe, möchte ich auch die Konsole haben. Hier könnte ich ansonsten noch einen Wert definieren. Das ist jetzt noch die Höhe der Konsole und der Bleche. Dann, welche Verschraubung möchte ich haben. Das kann ich hier alles einstellen. Welche Bleche möchte ich haben. Möchte ich hier Futterbleche haben oder möchte ich hier in PVC haben und 5 mm. Dann die Bleche kann ich wie gewohnt alles einstellen. Möchte eine Schweißnaht. Ich sage einfach mal Vorschau, damit ich hier sehe, was ich hier eingestellt habe und sehe hier, dass ich hier die Verbindungen noch etwas optimieren muss. Das heißt, die Geometrie, in diesem Fall das W war jetzt zu kurz. Das heißt, ich gehe hier auf 150. Bei der Verschraubung habe ich hier auch die Werte zu stark gesetzt. Ich könnte hier aber natürlich auch die Ankerverschraubung ausschalten.
Aber im Grunde genommen muss ich hier in diesem Fall den Versatz in X definieren. Das heißt, den Anzahl in X 50 auf 30, ändere die Vorschau ab. Man muss natürlich hier die Dialoge einfach mal durchschauen. Das heißt, die 30 war jetzt natürlich nicht gut. Das heißt, machen wir so. So, was ich natürlich hier auch sehe, dadurch ich ja mit Werkstofffarben arbeite, sehe ich hier, dass ich auch bei den Blechen, also bei dem C, habe ich hier natürlich das Falsche gewählt. Das heißt, hier möchte ich natürlich ein Blech haben in Stahl, 10 mm, und eigentlich hier das P, also die Futterbleche, die sollen natürlich hier bei mir mit Kunststoff gemacht werden. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht immer sehr gut, wenn man hier mit Farben arbeitet, weil man dann relativ schnell sieht, was man hier im Prinzip eingebaut hat. Mit OK kann ich hier diese Konsole einbauen. Man sieht auch hier, es wurden hier auch die Bearbeitungen am Pfosten dazugehängt, und was natürlich jetzt wichtig ist, ich möchte natürlich dies zu meinem Stahlbau hinzufügen. Das heißt, eigentlich soll es ja zu meinem Stahlbau in weiterer Hinsicht gehören. Diese Anschlüsse, wenn der mir passt, kann ich diesen natürlich kopieren. Das heißt, ich wähle eine Kante an und sage in diesem Fall, okay, dass als nächstes soll dieser Pfosten an diesen Teil auch wieder in der Mitte kommen. Und gehe im Prinzip so durch, dass das mittig und noch hier dasselbe. So, das heißt, diese Konsolen mit den Anschlüssen habe ich jetzt mal erzeugt. Man muss natürlich immer darauf achten, also in diesem Fall habe ich natürlich jetzt nicht viel was herumgetan. Was jetzt natürlich wichtig ist, ich blende meinen Bausatz ein, damit ich auch sehe, ob ich hier mit meinem Luftspalt auskomme. Das heißt, ich habe hier genug Platz, hier natürlich dann auch, und habe hier in diesem Fall diese Art und Weise der Konsole definiert. So, das heißt, jetzt habe ich hier in diesem Fall diesen Stahlbau, die Eingangsfassade. Ich habe die Teile mal erzeugt. Ich möchte jetzt in mein Detail gehen, weil in meinem Detail habe ich ja in diesem Fall jetzt diesen Stahlbau noch nicht herinnen, also diese Konsolen des Stahlbaus, weil da könnten ja natürlich noch mehr kommen, also es werden sicher noch diverse Bleche kommen, aber in diesem Fall achte ich, dass das Weltkoordinatensystem ist. Mit der rechten Maustaste kann ich hier wieder hergehen und kann sagen, okay, ich möchte hier von den Eingangsfassade meinen Stahlbau einfügen, kann hier wieder mit zweimal der rechten Maustaste die Position gleich richtig definieren, und man sieht es auch hier schon im Detail. Dieses aktualisiere ich mir und habe auch hier sofort diese Konsole richtig drinnen. Kann natürlich hier mit verschiedenen Darstellungsarten arbeiten. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, ich möchte hier diese Darstellung oder auch nicht verwenden. Aber dazu kommen wir in weiteren Videos danach weiter. So, das heißt, man sieht hier, diese Konsole wurde natürlich hier auch sofort in allen Bereichen hinzugefügt. Es gibt natürlich noch weitere Wege, wie ich hier diese Sachen einfügen kann. Dazu habe ich mir einmal auch eine Konsole auch selbst parametrisiert und hinterlegt. Das heißt, ich werde hier einfach mal die seitlichen Teile wieder ausblenden, damit man es einfach besser sieht, und die Fliesen auch natürlich. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, dies auch auf andere Wege zu lösen. Das heißt, ich kann hier hergehen. Ich habe dies auch so abgelegt, dass ich hier die Bearbeitungsebene drauflegen muss, und wenn ich hier in den Katalog gehe, das heißt, ich kann hier Konstruktion
in meinen Katalog gehen und habe hier meine Pfostenkonsolen und kann hier zum Beispiel unterschiedlichste Varianten, die ich parametrisiert habe, auswählen. Zum Beispiel mit einem Originaleinschub für den 150er Pfosten. So, diese Konsole ist so aufgebaut, das heißt, wenn ich hier zweimal die rechte Maustaste klicke, dann liegt die im Prinzip grundsätzlich mal richtig in der Konstruktion. Was ich jetzt natürlich noch achten muss, also ich muss natürlich diese Konsole, setze ich gleich wieder hier richtig rein und werde diese Konsole an die richtige Stelle verschieben. Das heißt, ich setze diese Konsole an den Fußboden, also an den Boden. Mit der Enter-Taste kann ich auf die Punktoptionen gehen und kann hier sagen, diese soll mir hier nach unten gezogen werden. So, jetzt kann ich hier unterschiedlichste Werte einstellen. Das heißt, wenn ich hier im Prinzip meine Variablen einschalte, dann hat zum Beispiel diese Konsole einfach unterschiedlichste Werte definiert. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, habe ich jetzt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, diese sage jetzt mal im Prinzip diesen Dummy-Körper zu beeinflussen. Zum Beispiel dieser Dummy-Körper ist unter anderem für die Länge der Ausnehmung, für die Breite, das kann man alles definieren. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel die Einschublänge, also die Länge des Einschubs definieren. Den möchte ich jetzt zum Beispiel auf 350 machen. Die Breite des Grundblechs kann ich hier definieren. Das kann ich hier jederzeit ändern, dass ich sage, dass man einfach 180, dass man es einfach ein bisschen besser sieht vielleicht. Man sieht, das zieht sich alles hier dann mit. Es sind einfach die unterschiedlichsten Werte definiert, wo zum Beispiel auch die Lage, die Länge des Grundbleches, wie lange soll es sein. Ich ändere es einfach mal, damit man es wieder ein bisschen besser sieht. Das heißt, jetzt habe ich die Dübel heraus, könnte natürlich auch die Lage des Dübels beeinflussen oder zum Beispiel auch wie lange oder wie groß diese Ausnehmung sein soll. Das heißt, das passt jetzt witzigerweise sehr gut und in diesem Fall habe ich jetzt meine Konsole einfach mal definiert und ich möchte diese Konsole danach auch weiter kopieren. Das heißt, ich nehme die einfach her, kopiere diese und sage hier einfach mal, dieser Punkt ist mein Bezugspunkt, kopiere sie an diese Stelle. Muss ich halt schauen, ob es sich ausgeht. Geht sich auch aus. So, einfach an diese Stelle noch. Und an diese Stelle. Und ich könnte diese natürlich jederzeit, auch wenn es sich auch jetzt nicht ausgehen würde, die Breite über diese Variablen abändern. So, jetzt habe ich hier in diesem Fall diese Konsolen definiert und eingebaut. Und jetzt geht es mir um das, damit man auch versteht, was ich damit gemacht habe. Das heißt, hier dieser sogenannte Körper, dieser Quader, den man hier sieht, den habe ich hier bei der Parametrisierung einfach nur deswegen mit eingebaut, wenn die Lage definiert ist, damit kann ich einfach sagen, ich gehe auf den Pfosten, kann hier in diesem Fall sagen, okay, ich möchte hier in diesem Fall subtrahieren und möchte diesen Quader abziehen. Jetzt bekomme ich einfach die Frage, soll das zweite Teil erhalten werden? In diesem Fall kann ich sagen, ja oder nein. Also ich möchte hier ganz bewusst diesen Körper dann abziehen, dass er auch dann weg ist. Das heißt, zweites Teil erhalten, sage ich in diesem Fall nein. Und jetzt wird mir dieser Körper weggelöscht. Ich gehe auf den nächsten Pfosten, kann hier den letzten Befehl wiederholen. Diese Taste habe ich auf die Maus und setze einfach nur den Quader wieder an. Zweites Teil erhalten, sage ich nein, wird weggelöscht. Und so gehe ich im Prinzip diese Teile einfach durch. Hier kommt einfach nur die Meldung, dass gewisse Bedingungen einfach damit inkonsistent werden, also nicht mehr da sind, weil sehr viel auf diesen Quader gegangen ist. So, in diesem Fall möchte ich einfach mal diesen
diese Bearbeitung anschauen. Das heißt, man sieht hier, wie dieser Pfosten in diesem Fall jetzt dann aussehen würde durch diese Ausnehmung. Also wenn man immer wieder ähnliche Konsolen hat, dann hat das natürlich durchaus einen Sinn, diese zu parametrisieren. Das heißt, jetzt haben wir im Prinzip den Pfosten dahingehend bearbeitet, dass wir hier diesen Einschub haben. Ich habe natürlich hier, fehlt natürlich noch eine Verschraubung. Was ich ja natürlich auch noch machen könnte, hier hat man es ja schon, das heißt, hier sind die Bohrungen. Im Prinzip, wenn ich hier, machen wir eine Verschraubung einfach ein, das heißt, ich möchte hier eine Verschraubung erzeugen mit einer exakten Detaillierung. Berechnen, Moment, nee, nochmal, das heißt, ich möchte nicht berechnen, ich möchte ganz durch verschrauben, wähle hier meine Ebene aus, kann hier meine Verschraubung definieren, das heißt, ich möchte hier mit einer Beilagscheibe, das heißt, ich kann natürlich hier meine Verschraubung zusammenstellen, hier möchte ich noch eine Schraube haben, kann natürlich hier auch sagen, ich möchte hier eventuell ein Langloch haben, zum Beispiel, das heißt, ich könnte hier auf Langloch umstellen, was aber hier beim Fixpunkt nicht haben möchte, und sage im Prinzip, es soll der Pfosten mit dem Einschub verbunden werden, also verschraubt werden. Die werden danach aufgelöst, weil ich mit der Referenzierung arbeite. Das heißt, ich möchte hier diese Verschraubung definieren. In X möchte ich 2 Verschraubungen haben, in Y eine, und kann hier zum Beispiel meinen Raster erzeugen. Und jetzt drücke ich auf der Tastatur die Taste R und sage, okay, von diesem Mittelpunkt in X möchte ich 0 und in Y möchte ich also 50 nach oben, und habe somit meine Verschraubung direkt eingebaut. Diese Verschraubung möchte ich aber trotzdem im Stahlbau in weiterer Hinsicht dann mit verbauen, aber man sieht, ich habe hier meine Bohrungen drinnen für die Konsolen, und hier ist einfach die Verbindung, die ich über das Logical ausgewählt habe. Und jetzt ist der nächste Schritt, also ich könnte hier natürlich die Verschraubung weiter kopieren, dazu gebe es danach diese Teilezuordnung automatisch neu, und dann hätte ich auch die Bohrungen an den anderen Pfosten. Was aber jetzt der nächste Schritt ist, ich möchte diese Bearbeitungen, also sprich diese Bearbeitung, was ich bis jetzt habe, ans Logical zurück übergeben. Ich möchte einfach mal, dass man wieder alles sieht, blende ich mir alles ein. Das heißt, dazu gehe ich in den Metallbau und kann hier sagen, zum Beispiel, ich möchte hier meine Bearbeitungen nach Logical übertragen. Dazu muss ich hier die Position einfach auswählen, und diese wird mir hier analysiert. Als erstes wird mir die Schnittstelle geladen und danach werden mir meine Bearbeitungen übertragen. So, jetzt habe ich die Meldung bekommen, dass die Bearbeitungen an Logical übertragen worden sind, und diese schauen wir uns jetzt im Logical an. Das heißt, ich gehe hier auf BRZ Bearbeitung und möchte mir hier den Pfosten ansehen. So, für mich da an linken Pfosten haben wir am meisten gemacht, deswegen nehmen wir diesen Pfosten, und man sieht hier, dass ich hier diese Bohrungen für die Verschraubungen und auch die Ausklinkung da habe. So, ich versuche da jetzt nur zu drehen, was da jetzt nicht ganz klappt. Ja, okay. So, man sieht es hier. Dass diese Bearbeitungen vorhanden sind.
Da sieht man es jetzt ein bisschen besser. Das heißt, die Ausklinkung, diese Ausklinkung, die Standardbearbeitungen, dann hier natürlich auch die Bohrungen für die Konsole in der Zwischendecke. Man sieht hier auch danach, dass diese Bearbeitungen aus einem externen Programm kommen. Das heißt, hier ist in diesem Fall das HiCAD das führende System. Man sieht hier auch in der Vorschau, um welche Bearbeitung es sich handelt. Das heißt, die Lage der Bohrung kann in diesem Fall nur vom HiCAD definiert werden. Hier ist auch wichtig zu wissen, dass bei den Bearbeitungen es müssen diese Bearbeitungen, welche das Logical kennt, erzeugt werden. Das heißt, im Grunde genommen, da das HiCAD ja im Prinzip jede beliebige Bearbeitung erzeugen kann, muss man halt sehr darauf achten, dass man sehr viel mit Bohrungen, Langlöcher, Rechtecktaschen arbeitet. Wichtig dabei ist auch noch zu wissen, dass zum Beispiel, wenn man speziell irgendeine Rechteckbearbeitung macht, in diesem Fall sieht man es hier schön, man muss ja überlegen, wie wird dieses Teil bearbeitet. Wenn ein Fräser reinkommt, der hat natürlich eine Rundung, das heißt, man darf natürlich kein wirkliches Rechteck bearbeiten, weil das kann natürlich das Logical nicht umarbeiten, weil es ja eigentlich kein richtiges Werkzeug dafür gibt, was ein Rechteck aus einem Profil rausschneiden kann. Also in, sage jetzt mal, die normalen Bearbeitungszentren. So, man hat jetzt sehr schön gesehen, dass die Bearbeitungen da sind und in diesem Fall haben wir hier die nächsten Schritte gemacht.